Hallo, mein Name ist Samira Ortega-Iannazzo und ich bin Doktorandin am Paul-Ehrlich-Institut. Hier habe ich mich in meiner Masterarbeit bereits mit der Immunantwort von Hämophilie A-Patienten beschäftigt. Hämophilie A, die auch sogenannte Bluterkrankheit, ist eine genetische Erkrankung, bei der den Betroffenen ein Protein mit dem Namen Faktor 8 fehlt oder dieses nicht voll funktionsfähig ist. Faktor 8 ist wichtig für die Blutgerinnung. Das heißt, dass bei Betroffenen auftretende Blutung abhängig vom Schweregrad der Erkrankung entweder gar nicht oder deutlich schlechter bzw. langsamer gestoppt werden können. Daher erhalten Hämophilie A-Patienten in einer sogenannten Supplementationstherapie das Faktor-8-Protein verabreicht. Ein großes Problem, was bei 25-35% der Patienten auftritt, ist die Entstehung von Inhibitoren oder sogenannten Anti-Drug-Antibodies. Dies sind Antikörper, die das verabreichte Faktor-8-Protein binden und in seiner Funktion neutralisieren. Dies kann dazu führen, dass im schlimmsten Fall die Therapie komplett unwirksam ist. Unsere Gruppe forscht schon seit längerem an der Frage, wieso Hämophilie A-Patienten diese Anti-Drug-Antibodies entwickeln. In In-vitro-Versuchen konnten wir bereits zeigen, dass ein immunologisches Gefahrensignal, wie zum Beispiel Lipopolysaccharid aus Bakterien, gemeinsam mit Faktor 8 zu einer Aktivierung von primären humanen Immunzellen führt. Dies spiegelt einen Teil des Prozesses wider, der im Patienten stattfindet. In unserer aktuellen Studie konnten wir erstmals in unserem In-vitro-Modell zeigen, dass Bestandteile des Blutplasmas zu der Aktivierung von Zellen des adaptiven Immunsystems, den T-Zellen, beitragen. Hierbei sind insbesondere Komponenten des Komplementsystems involviert. Unsere Experimente mit Faktor 8 und Lipopolysaccharid zeigten, dass hierbei insbesondere zwei Proteine, und zwar C3a und C5a, bei der Aktivierung von T-Zellen eine Rolle spielen. Diese neuen Erkenntnisse helfen uns, die Entstehung der Anti-Drug-Antibodies bei Hämophilie A-Patienten besser zu verstehen und könnten ein neuer Baustein in der Entwicklung neuer Behandlungsstrategien sein.